que lucran con el dolor y el desespero de un pueblo. Da intellettuali accademici e mercanti dell'industria, delle agenzie di viaggi che inviavano all'isola, quelli che lottavano per il dolore e la disperazione del popolo. De escritores del Vanity Press a escritores consagrados. Lo dicen las encuestas y lo ratifican los enjundiosos estudios de importantes universidades sostenidas por el contribuyente estadounidense. Da scrittori, dal Vanity Press agli scrittori consecutivi, lo dicono le statistiche, lo notificano gli studenti di importanti università statunitensi. Chiedo scusa. C'è per favore Carlos Carralero al convegno? Carlos, chiedo scusa, ma purtroppo non riusciamo a seguire questa traduzione. È troppo, ringraziamo, non possiamo proseguire. Allora, vediamo se c'è Carlos, dobbiamo trovare Carlos per la traduzione. Problema serio. Va bene, chiediamo scusa, grazie. Magari Armando, magari poi con Carlos, vedete il testo bene, così al pomeriggio la traduzione, così lui vediamo di fare... Lui è qui. Allora, Hamid Sadr. Oui, s'il peut rencontrer Armando. Carlos, rencontra Armando, qui est là. Carlos Carralero. Parlate, prego. Ich begrüße alle Anwesenden. Ich werde meinen Text auf Deutsch vortragen, obwohl meine Muttersprache eigentlich iranisch ist. Demokratie und ihre Erfinder. Vorweg, die westlichen Staaten nehmen uns, die säkularen, demokratischen Kräfte Persiens, nicht ernst. Ihre Hilfeleistung beschränkt sich auf moralische, verbale Zustimmung. Wegen eines kleinen Vorfalls vor ein paar Monaten war ich eine Zeit lang stumm. Ein in Wien bekannter Psychoanalytiker, der den Zuschauern des österreichischen Fernsehens anschaulich machen wollte, wie man gute Laune in seiner eigenen Umgebung erzeugen kann, erzählte Folgendes. Mein Chauffeur ist ein gebildeter Exilperser, deswegen auch öfter schlecht gelaunt. Damit er die Arbeit mit besserer Laune beginnen kann, genügte oft schon, von ihm etwas über die Geschichte Persiens in der vorislamischen Epoche erfahren zu wollen. Zum Beispiel etwas über Kiros Entwurf der Menschenrechte vor 2500 Jahren. Daraufhin
leuchtete er auf und hielt eine kurze, stolze Brandrede über diese Epoche und war dann bis zum Feierabend bestens gelaunt. Ich war sprachlos, weil ich als Exilperser oft genug solche Brandreden vor den Europäern gehalten habe. Zwar nicht über die achämenidischen Zeiten und andere ruhmreichen Leistungen der Perser, aber über Demokratie und jene Chancen und Möglichkeiten, die sie gehabt haben, die Despotie und wirtschaftliche Abhängigkeit zu beenden. Warum nehmen die europäischen Staaten unsere Willen und Wunsch nach parlamentarischer Demokratie nicht ernst? Persien ist doch im Nahen Osten das erste Land mit einer demokratischen Verfassung gewesen, die nach einer konstitutionellen Revolution zustande gekommen war. Alles begann im Jahre 1906. Der erste Militärputsch gegen die junge Demokratie in Persien konnte im Jahre 1921 mit logistischer Hilfe Englands die iranische Verfassung faktisch außer Kraft setzen. Die zweite Periode der Demokratisierung wurde 1953 mit Hilfe Englands und der USA durch einen Militärputsch zerschlagen. Und nicht nur das. Die politische Elite des Landes wurde zerschlagen, verjagt und zum Schweigen gebracht, damit aus den übriggebliebenen eine korrumpierte, im Sinne westlichen Interessen vertrauenswürdige Gruppe entsteht. Meinen Brandreden darüber, dass nun aufgrund der Auswirkungen der islamischen Regierungspolitik die Zeit gekommen sei, die laizistischen und demokratischen Kräfte des Landes zu unterstützen, wurde zwar zugestimmt, aber es blieb ohne spürbare Folgen. Warum zweifelt man in Europa und den USA daran, dass in Persien schon längst der Boden für die Entstehung einer parlamentarischen Demokratie bereitsteht? Das Merkwürdige daran ist, dass man nicht nur bei diesen Zweifeln bleibt, sondern tatkräftig alle antidemokratischen Kräfte zur Enthaltung ihrer Macht hilft. Worauf basierte diese skeptische Haltung der Europäer und US-Amerikaner, die nicht nur den Anstrengungen unserer zivilen Gesellschaft ihre Unterstützung verweigerten und tatkräftig weiterhin jene Kräfte im Iran unterstützen, die die westliche Demokratie als feindliche Mission des Teufels sehen? Meine Suche nach irgendeiner plausiblen Antwort führte mich zu einem kleinen Buch mit dem Titel Eine kurze Geschichte der Demokratie von einem Professor der klassischen Philologie an der Universität Bari in Italien unterrichtete, namens Luciano Canfora. Er versuchte in seinem Buch für das antidemokratische Verhalten des westlichen Demokraten ihre Antwort zu finden. Im 3. Kapitel seines Buches fand ich etwas, das mir als Erklärung diskutabel erschien. Er sah die Wurzel der europäischen Zweifel an demokratischer Entwicklung anderswo, und zwar in der Entwicklung der europäischen Demokratie selbst. Im 18. Jahrhundert war die Frage, ob die Menschenrechte, freie Wahlen und die Gleichheit vor dem Gesetz für alle Menschen eine Geltung haben, nicht klar definiert. Für die Sklaven und die farbigen Menschen in den damaligen Kolonien sollten diese Rechte nicht anerkannt werden. Die Bildung von zwei sich anfeindeten Fronten war die Folge. Die amerikanische Verfassung in ihrer ursprünglichen Version
von 1787, in der die Sklaverei keineswegs in Frage gestellt wurde, stand auf den Fahnen der einen Seite der Beschluss in der Sitzung des Nationalkonvents im Jahre 1794, in dem in Anerkennung der Prinzipien der Gerechtigkeit und getreu der Erklärung der Menschenrechte der Sklaverei mit sofortiger Wirkung abgeschafft wurde, auf den der anderen. Nach Camforas Beschreibung prallten zwei Freiheitsauffassungen aufeinander. Die der liberalen Engländer, die mit der Waffe in der Hand die Institution der Sklaverei verteidigten, und die des Konvents der Montaigne. Der rassistische Faktor, dass ein Schwarzer ein Nichtmensch, ein Untermensch sei, war für die liberalen Engländer selbstverständlich. Noch am selben Tag, am 4. Februar 1794, an dem der Konvent della Vorschlag annahm, nachdem die Sklaverei in den französischen Kolonien abgeschafft wurde, tauchte vor der Küste Martinique die englische Flotte auf. Am 24. März 1794 besetzten die Engländer die Insel und führten die Sklaverei wieder ein. Wie kam es, fragte Camfora, dass die Verfechter dieser Rechte und Freiheiten die Sklaverei in ihren eigenen Kolonien und deren der anderen, sobald sie erobert haben, ja sogar in einem eigenen Land, wie im Fall der Vereinigten Staaten, ganz normal finden könnten? Er gibt dann selbst eine Antwort darauf. An erster Stelle ist ein wirtschaftlicher Grund zu nennen. Der Begriff wirtschaftlicher Grund klingt in den Ohren eines Menschen, der aus einem Land stammt, in dem immer doch, das heißt nach dem Kalten Krieg, die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen des Westens weiterhin vor den Demokratieinteressen des Landes stehen, zwar wie ein Signal, aber er kann nicht eine vollständige Erklärung für das antidemokratische Verhalten der Demokraten sein. Unterschwelliger Rassismus spielte auch eine Rolle. Erst jetzt, nach der Wahl Obama zum ersten afroamerikanischen US-Präsidenten, können wir behaupten, dass die Demokratie begonnen hat, sich nach 200 Jahren von den Lasten ihrer rassistischen Vergangenheit zu befreien. Wo stehen nun die Europäer bei dieser Frage? Nicht ich, vielmehr der italienische Professor ist es, der diese Frage beleuchtet. Er sagt, die Vorstellung, die Demokratie sei eine Erfindung der Griechen, ist weit verbreitet. Sie findet sich noch im europäischen Verfassungsentwurf 2003. Er meint, so erkennen wir allmählich den Missgriff, den die Urheber des Präambels zur europäischen Verfassung begonnen haben. Als Schulweisheit, eher Unterstufe, haben sie gelernt, dass Griechenland die Demokratie erfunden hat. Eine effekthascherische, schematische Formulierung, die sich beim genauen Hinsehen als falsch erweist, schreibt Camfora. Als Philologe belegt er mit historischen Fakten, warum diese Behauptung falsch sei. Er macht, okay, ja. Er macht einen Streifzug durch die Werke des alten Griechen und behauptet, Herodot berichtet von einer Debatte, die im Jahre 522, 521 vor Christus unter den vornehmsten Persien stattfand
und die er in lebendige dialogische Form wiedergibt. Man diskutierte über die beste Staatsform und einer der Vorschläge lautete, in Persien die Demokratie einzuführen. Ich möchte nicht über die Auslegungen von Luciano Canfora in seinem Buch Demokratie von Athen bis zur Europäischen Union streiten, aber er hat zumindest in einem Punkt recht. Die Auslegung der Europäischen Union von der Entwicklung der Demokratie ist alt, ideologisch und eurozentristisch. Herodot behauptete, der Satrap Mardonius habe in Vorbereitung auf den Angriff gegen Griechenland alle Tyrannen in den ionischen Städten abgesetzt und Demokratien eingeführt. Seine Auslegung der Quelle Historien 3, Seite 80 und Historien 4, Seite 43 mit solchen Sätzen wie in einem so ausgedehnten Reich wie dem persischen die Demokratie ausgesehen haben soll, ist schwer zu sagen, aber es ist keineswegs auszuschließen, dass es für diese Tradition eine Grundlage gab. Oder anderswo, womöglich maß Herodot der Sache deshalb eine so große Bedeutung bei. Immerhin fügte er eine ausführliche Erörterung von Otanes Vorschlag in sein Geschichtswerk ein, weil er die persische Vorreiterrolle in Sachen Demokratie hervorheben wollte, sollen zumindest historisch überprüft werden. Canforas Schlussfolgerung dann, akzeptierend, dass die Episode sich 10 Jahre vor den Reformen des Kleistenes, die in der athenischen Überlieferung umstritten als ein Ausgangspunkt für die Demokratie galten, abgespielt haben soll, sieht die Frage der Empfinder der Demokratie ganz anders aus. Ich sah mich schon Herodot zitierend wie der persische Chauffeur des Wiener Analytikers vor den europäischen Zuhörern als Retter der demokratischen Würde Persiens und musste selbst über mich lachen. Aber warum sollte ich deshalb darauf verzichten? Als eine der zu den ältesten Demokratiebewegungen in Persien gehört, nämlich Mossadegh-Bewegung, weiß ich, was es bedeutet, zwischen den zwei Fronten im Krieg geraten zu sein. Im Kalten Krieg sind wir von den beiden Seiten verdächtig gewesen, das trojanische Pferd der anderen zu sein. Die Westler warfen uns vor, mit unserer Blauäugigkeit Wegbereiter der kommunistischen Herrschaft zu sein. Die Anhänger der Sowjetunion warfen uns vor, Handlanger und Wegbereiter des amerikanischen Imperialismus zu sein. Beide gaben die Demokratie und ihren Anhängern in Persien keine Chancen, die Demokratie im Iran zu ermöglichen. So wie die Lumumba, Sukarno, Allende keine Chancen gehabt haben, haben die Mossadegh mit ihren Machenschaften zum Absturz gebracht. Auch mit Sadeghi, Sanjabi und Bakhtiar vor der Khomeini-Revolution war nicht anders. Man hat sie systematisch geleugnet, sabotiert und abmontiert, so wie man in Afghanistan die Talibans und ihre Spitze Bin Laden vor dem Schah Massoud, der liberalsten unter den Mujahideen, gestellt und unterstützt hatte. Die Liste der antidemokratischen Verhaltens der westlichen Demokraten wird somit länger sein als alle Bände der 1001 Nacht-Geschichte. Gut, sagen wir, all das war der Schnee von gestern, der Kalte Krieg ist vorbei, Ende gut, alles gut. Sowjetunion existiert nicht mehr, China ist keine ideologische Bedrohung. Warum ändern die Europäer ihr Verhalten nicht?
Ich bringe hier nur 2 Beispiele vom Neuesten. Datum 26.11.2008, Quelle Frankfurter Allgemeine Zeitung. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag lobt, empfängt und debattiert diese Tage eine Iranerin durch Deutschland, die der Bundesregierung als Anführerin einer terroristischen Vereinigung gilt. Der Ausschussvorsitzende Andreas Schmidt von der CDU sieht das anders. Eine mutige Frau nennt er Mariam Rajavi, die im Pariser Exil lebt und sich iranische Oppositionsführerin oder auch Präsidentin des Nationalen Widerstandsrats Iran nennt. Am Dienstag besuchte sie mit Schmidt und weiteren Bundestagabgeordneten das Holocaust-Mahnmal. Geschichte dieser Organisation, gegründet im Iran der 60er Jahre als islamische und marxistisch orientierte Studentenbewegung, kämpften sie, angeführt von Ehemann der Frau Rajavi, gegen den Schah. Trotz anfänglicher Begeisterung für die Revolution Khomeinis würde bald der bewaffnete Kampf gegen das Mullah-Regime ausgerufen. Die Anführer der Volksmudschahidin flohen in den Irak und kämpften auf der Seite Saddam Hussein gegen Iran. In Berlin nun, in der feinen parlamentarischen Gesellschaft, dankte Frau Rajavi 150 Bundestagabgeordneten für eine Initiative, die ihre Arbeit unterstütze. 3 prall geführten Ordner mit Unterschriften von Abgeordneten aller Fraktionen, unter ihnen 9 der 22 Bundestagausschussvorsitzenden, hätten an der Bundesregierung appelliert, in Kooperation mit der EU-Ratspräsidentschaft für die Streichung dieser Terroretiketts zu sorgen. Von den anwesenden Abgeordneten spürte Frau Rajavi keine Argwohn. Auch sie haben das Recht zum Widerstand, sagte Schmidt. Er kenne viele von ihren Mitgliedern und wisse, dass sie alles andere sind als Terroristen. Der SPD-Abgeordnete Heinz Schmidt bewundert die Beharrlichkeit, mit der der Widerstandsrat für sich werbe, auch wenn das manchmal wirkt wie bei Druckerkolonnen, Kritik, dass ihre Organisation wie eine Sekte agiere und sie unkritisch verehrt werde, wies Frau Rajavi stets lächelnd als iranische Propaganda zurück. Das war ein Beispiel, wie man mit einer undemokratischen Kraft in Persien als Opposition zusammenarbeitet. Zweites Beispiel ist ja also ein europäisches Verhaltensbeispiel, wie man mit Demokraten überhaupt umgeht. Dieser Vorfall zeigt, wie viele andere Beispiele, das doppelbodige Verhalten der Europäer bei der Verteidigung der Demokratie und Menschenrechte in Persien. Vor 2 Jahren beschließt das niederländische Parlament einstimmig ein Gesetz, gemäß dem mit 15 Millionen Euro die Errichtung einer persischen Fernsehstation unterstützt werden soll. Das niederländische Außenministerium ist dagegen und verteilt diese Summe unter mehreren Organisationen, wodurch die Mittel für die Unterstützung der Pressefreiheit in Persien auf ein Mindestmaß reduziert werden. Press Now, eine Organisation, die dem niederländischen Außenministerium nahesteht, wird beauftragt, mit den reduzierten Geldmitteln einen Radiosender und eine Online-Zeitung in persischer Sprache zu errichten. Einige iranische Journalisten arbeiten an dem Projekt und arbeiten in der Hoffnung, dass die liberale Holland ihre journalistische Unabhängigkeit garantiert. Radio Samane wird als eine interaktive Radiostation ausgebaut. Die Intellektuellen
die Jugendlichen und die Künstler im Iran und im Ausland vertrauen den Witzbolden, die im niederländischen Parlament, Außenministerium und bei Pressenau sitzen, und viele von ihnen werden aktiv. Als die Zahl der Zuhörer und Benutzer des Senders angestiegen ist, kommt plötzlich aus heiterem Himmel der Wink des Außenministeriums, dass die Geldmittel unter der Kontrolle der Holländer sein sollen. Der persische Direktor des Senders wird abgesetzt und dem journalistischen Team, das er in Persien und in der ganzen Welt zusammengebracht hat, wird nahegelegt, dass sie, wenn sie nicht mit der Entscheidung des holländischen Außenministeriums einverstanden sind, gehen sollen. Lesen wir den Brief, damit wir die Demokratie im liberalen Holland besser kennenlernen. In diesem Brief mache ich kurz, wird klar, dass die Unabhängigkeit, die man iranischen Journalisten versprochen hat, nicht existiert. Man bedroht die Journalisten, wenn sie sich nicht fügen, wird man sie rausschmeißen. Und alle Künstler, alle Journalisten, laizistische meine ich, und Jugendlichen in Persien, weil die hat inzwischen 4 Millionen Besucher, diese Radio und ihre Seite, sind sie dann enttäuscht. Jetzt mache ich weiter, dass ich mit alledem Gedanken gemacht habe über einen Klagebrief an die Europäische Union. Ich wollte in diesem Brief auch Luciano Canforas Auslegung zitieren und bestellte also in der Nationalbibliothek die 2 Bände Historien 3 und Historien 4 von Herodot mit den Fragen: Wer war dieser persische Adelige Otanes und wer war der Satrap Mardonios? Nahm ich eines Tages das Buch Canforas in die Wiener Nationalbibliothek am Heldenplatz mit. Während der 3 Stunden, die ich im Lesesaal der Nationalbibliothek auf die bestellten Bände wartete, formulierte ich den Brief in meinem Kopf. Aber langsam bekam ich das Gefühl, den Gesichtsausdruck des Exilpersers, der als Chauffeur dem berühmten Wiener Psychoanalytiker diente, aufgesetzt bekommen zu haben. Ein gebrochener Exilperser, der auf Akzeptanz und Bestätigung der Demokratie in Europa hofft. Ich stellte mir noch vor, wie ich vor einer Gruppe europäischer Parlamentarier mit einem Band Herodot in der Hand, in der linken Hand, und mit dem Buch von Canfora in der rechten Hand stehe, laut schreiend, dass es nun an der Zeit wäre, die Irrtümer in der Präambel der europäischen Verfassungsentwurf aus dem Jahr 2003 zu korrigieren. Die innere Stimme sagte mir, mach dich doch nicht lächerlich. Und ich verzichtete auf die bestellten 2 Bänden von Herodot und den Brief an die EU-Parlamentsabgeordneten und schlich auf leisen Gummisohlen aus dem Lesesaal, um nach Hause zu gehen. Dankeschön.
invitiamo adesso Irving Kirsch. Quindi la seconda volta, prego, qua. La seconda volta che viene. Grazie. Grazie, professore. Parlo naturalmente in inglese. Sì. Thank you for inviting me to come back. When I was here last time, the theme was la libertà, freedom. And I spoke about the freedom of medical information and about the data that the pharmaceutical companies, the drug companies, withheld from the public and from the medical community, also from physicians. And that my colleagues and I had obtained by using a law called the Freedom of Information Act, by which we were able to force the Food and Drug Administration, the FDA, Food and Drug Administration, which is the governing body that regulates the marketing of drugs in the United States. We were able to compel them to provide us with the information that the drug companies had given to them, but had hidden from doctors and the public, and which up until then, the FDA had also withheld and kept from the public. Those of you who were here 6 months ago will recall that we analyzed those data, and we found that the difference between the effect of antidepressant medication, the drugs that are used to treat depression, and the effect of the placebo, an inert pill, a pill with no medicine in it whatsoever, the difference between these was not clinically meaningful. It was small, and it had no clinical meaning. It was not large enough to make a difference in anybody's life. There was an effect, a small difference between drug and placebo. It was significant in statistical terms, in terms of numbers, in terms of probability, but it was so small as to not be significant in terms of a person's life. We published those data, and they were widely reported in the press, in the media, especially in England, but also in the Italian media, in the media in China, even in throughout the world, South Africa, Australia, the United States, Germany, many, many other countries. Since then, I've been continuing to study this theme. And what I want to talk to you about now is information that I have uncovered since last June and have led me to make an even stronger conclusion. And that stronger conclusion is that that small difference that I said was not clinically meaningful, even that small difference is an illusion. It is not real. I will apologize in advance because in order to explain this, I will have to go into a little bit of detail, but I will try to make it clear and understandable. I will also try to link it to the theme of this conference, the theme of democracy. And I will do so by going back to the words of Thomas Jefferson, one of the founders of the American democracy and the writer of the Declaration of Independence. In the Declaration of Independence is written these very famous words: "We hold these truths to be self-evident
that all men are created equal. Now I will ask a question. Are all antidepressant drugs created equal? And I will not make you wait. I will tell you the answer. And the answer is yes, they are. So antidepressant drugs are very, very democratic in that all of the different antidepressant medications are created equal, and this is very important. But I have to now explain why this is important and why it is telling us something about how these drugs work and how they don't work, and why it tells us that this story that you read, promoted primarily by the drug companies, that you will find all over on websites, on this story that depression is a brain disease, this story that depression is caused by a chemical imbalance in the brain, this story is a myth. It is a story. It is a myth. And the equality of antidepressants prove that the chemical imbalance theory is wrong. Now, I have to tell you a little bit about the chemical imbalance theory and what these different drugs are and what they do. And I will necessarily simplify a little bit, but I hope in an accurate way, simplify to make it understandable, but still accurate. The human brain is composed of billions of nerve cells that communicate with each other by chemicals. These chemicals are called neurotransmitters. So when a particular nerve cell fires, it has an electrical discharge, it manufactures and releases, each nerve cell releases a particular neurotransmitter, a particular chemical, that then influences whether the next nerve cell will fire or not. And this influence of one nerve on another causing it to fire, this we find in all human experience. When you are sad, when you are happy, when you are angry, when you are thoughtful, when you think about Iran, when you think about democracy, when you think about oppression, when you decide to lift your right arm or your left arm, when you see the color red, when you see the color green, with every experience you are having, a sequence of nerves are firing in the brain, transmitting information to other brains. There is a network that corresponds to each of these experiences. I won't go into the metaphysical question of why there is this relationship between experience and brain, but empirically we know that there is. We know if you damage a particular part of the brain, you have a particular deficit in behavior and in a change in experience. Now, the chemical theory of depression was born by accident. It was by chance that in the 1950s and 1960s, some people found that if they gave particular chemicals to depressed people, they seemed to get better. They seemed to improve. They didn't think at all about the placebo effect, and they had no idea why these people were getting better. So they started looking, what do these chemicals do? They did various things, but
the early antidepressants had one effect in common, one chemical effect in common. They all, in one way or another, increased the amount of a particular chemical in the brain, in the gaps between one nerve cell and another. And that chemical was called serotonin. Serotonin. Some of them, in addition to increasing serotonin, also increased other chemicals, decreased other, they had other effects as well, but they seem to have that effect in common. And based only on the apparent effectiveness of these drugs in treating depression, the theory was developed that depression was caused by a lack of serotonin in the brain. There was not enough serotonin. And so what you needed to do was to have a drug that increased the amount of this chemical, serotonin, this neurotransmitter, in the brain in order to cure depression. No one had ever found this deficit of serotonin in the brain of depressed people. They could not look without killing the person. So it was based to begin with on very small evidence, and then contrary evidence, as I pointed out, was hidden, and it became accepted as a fact, as a truth. And a new type of antidepressant was developed that worked only on serotonin. These are called selective serotonin reuptake inhibitors. The most common type of antidepressant. Selective serotonin reuptake inhibitors, often written as SSRI. And what it means is that these are drugs that keep serotonin from being, they inhibit serotonin from being reabsorbed into neurons so that there's more serotonin available in the brain, in the gaps between the neurons. And they said, look, these drugs cure depression. We found out in our analysis of the hidden data that they do not. And so this must be the problem. But there are now other drugs that are used in the treatment of depression. And this is what I have discovered in the last 6 months that I think is very important. Someone decided, well, you know, maybe serotonin is only part of the story. There are other neurotransmitters. Maybe we can increase the effectiveness of antidepressants by making other neurotransmitters more available in the brain as well. Norepinephrine is one, dopamine is another. And so new drugs were developed that not only make available more serotonin, but also more other neurotransmitters. That's fine, except it did not increase the effectiveness of these drugs. And the drug companies were losing their patents on the original ones, which means that they would not continue making money on them because generic drugs would now be available. So they said, let us try drugs that increase the availability of these other neurotransmitters but have no effect on serotonin at all. And they developed drugs that increase the amount of dopamine in the brain, the amount of norepinephrine in the brain, different neurotransmitters, different chemicals, but do not affect serotonin at all. These drugs, despite having totally different chemical effects, unrelated chemical effects to the most common antidepressants, have the exact same effect. 60% of depressed people, if you give them a serotonin drug, get better. 60% of the people, if you give them a drug that has no effect on serotonin,
get better. It can't be that these 60% are different than those 60% because they overlap. You put them together and you have more than 100%. If a person doesn't get better, you can give them a different drug, and sometimes they get better. But it doesn't matter whether it's really a different drug or more of the same drug. The effect is exactly the same. You can almost forgive this were it not for a third type of antidepressant that is just as effective as the others. And this is a selective serotonin reuptake enhancer instead of inhibitor. There's only one word difference, inhibit or enhance. Inhibit or enhance. Notice that these words are opposite. What these drugs do, instead of making more serotonin available in the brain, they make less serotonin available in the brain. If the chemical imbalance theory were right, these drugs would increase depression. They do exactly the opposite of what the SSRIs do, exactly the opposite in the brain, and yet they have the exact same effect. 60% of the people get better in optimal conditions, the exact same percentage. It doesn't matter whether you give them a drug that increases serotonin, decreases serotonin, or has no effect on serotonin whatsoever. The effect is the same, regardless of the chemical composition of the drug. Scientists are very clever. Scientists are very clever. People can justify anything. There is a group of people in the world called an organized group called the Flat Earth Society. They believe that the Earth is flat. And when you show them pictures that have been taken from space that show that the Earth is round, they have ways of explaining away how, well, the Earth is still flat somehow, even despite these pictures. I'm sure somebody will find a way to explain away the fact that drugs having opposite effects and drugs having no relation to other drugs all produce the same effect on depression. I am sure also that when they do so, the reasoning will be as convoluted, Byzantine, in the sense of the nature of the architectural forms, as the arguments of the Flat Earth Society. At this point, I think the data are clear. The effects of antidepressant drugs on depression cannot be chemical effects. Thank you. Allora, invitiamo adesso Ruggero Guarini. Abbiamo pubblicato il suo libro Fisimario Napoletano, che è diventato un classico. E adesso pubblichiamo un altro classico che si chiama Fisimario Italiano. Prego. Io veramente avevo preparato una breve noterella sulla rinascita del mito del primato della politica nel quadro degli effetti devastanti prodotti da questa crisi finanziaria che imperversa oggi in America e in Europa e nel mondo. Però poi, venendo qui al Senago,
mi è capitato di riflettere su quello che mi sembra l'evento più funesto delle ultime settimane, il dato veramente più inquietante dell'evento più tragico degli ultimi mesi. Questo dato è la cospicua presenza di ragazzini, adolescenti, a volte non ancora adolescenti, tra i giovani terroristi di Mumbai. E allora ho pensato se l'infuriare di ciò che io definisco stragismo suicidario, credo che sia una locuzione inventata da me nei primi commenti agli eventi prodottisi sull'onda del risveglio dell'orgoglio musulmano, avesse qualche rapporto col tema di questo convegno, democrazia. E naturalmente mi sono detto che sì, il rapporto c'è, ed è un rapporto molto perturbante, perché in realtà dal momento in cui lo stragismo suicidario islamista ha cominciato a infuriare nel mondo, in Europa, diciamo in Occidente, ma soprattutto in Europa, la democrazia ha incominciato a contrarsi, a ridursi, a diventare qualcosa che potrebbe dimostrare di essere ciò che si può sempre perdere e che forse le passioni più selvagge dell'uomo mettono sempre a rischio. Per non farla troppo lunga, che la democrazia in Europa oggi sia molto malconcia, lo dimostra proprio a causa dell'imperversare dello stragismo, del terrore che fa lo stragismo suicidario anche a noi europei. Ricordo alcune delle cose più evidenti che stanno sotto gli occhi di tutti, come la lettera rubata di Poe. Tutti noi sappiamo che il principio fondamentale della democrazia, qualunque sia la definizione che ne vogliamo dare, è la libertà di espressione e di parola. Pensate un po'. La storia delle vignette, la libertà di espressione e di parola, di pensiero e di parola, se n'è andata a far benedire per il modo come è stata condotta quella ridicola e sinistra vicenda. Pensate un po'. Quel che è avvenuto in Olanda tra l'assassinio di Theo van Gogh e la fuga della sua amica e collaboratrice mediatica, la giovane scrittrice somala che è dovuta scappare da quel paese per via dell'insofferenza degli inquilini della strada e del quartiere in cui lei abitava, che le hanno fatto capire per più segni che non volevano essere rotte le scatole da diventare anch'essi a rischio per essere vicini di casa di questa ragazza invisa al terrorismo islamista. Che cosa ha fatto il Belgio? Che cosa ha fatto l'Europa per reagire a questa vergogna? Non so quanti di voi abbiano letto non i libri di Oriana Fallaci sull'argomento, ma quello che a mio sommesso parere è il libro che è la fonte principale dei suoi scritti, che non è uno scritto di una giornalista, ma di una storica egiziana di origine inglese, il suo nome è Bati Eor, che credo che si chiami Eurabia il libro. Lì c'è un elenco sterminato di fatti che dimostrano il contrarsi della democrazia in Europa dovuti a quel processo, a quel fenomeno che va sotto il nome di dialogo euro-arabico. Vi dico una delle conseguenze più ridicole e sinistre di questo dialogo euro-arabico. È nata una commissione. Questo non l'ha detto nessun giornale italiano, mai, nessun grande giornale europeo ha denunciato questo fatto vergognoso. In Europa esiste, tra le tante organizzazioni messe in vita e nate dal dialogo euro-arabico,
è nata una commissione di storici europei ed arabi che hanno la possibilità e il diritto di rivedere i manuali di storia, i libri di storia che si insegnano nelle scuole europee. Quali saranno i risultati o quali siano già i risultati ottenuti da queste commissioni ve lo lascio immaginare. Non ci sarà più nessuno storico italiano, francese, europeo che potrà scrivere un manuale di storia sulla storia delle crociate senza naturalmente cedere completamente alla sua interpretazione di quel fenomeno storico all'interpretazione arabica, all'interpretazione araba. Faccio un altro esempio. Negli ultimi tempi, negli ultimi anni, a tentare di contestare alcuni fondamenti della Weltanschauung arabo-islamista in senso più generale, l'unico tentativo, poi in parte ritirato, in parte autosmentito, corretto, è il famoso discorso di Papa Ratzinger a Ratisbona, dove si permise di fare alcune osservazioni su un testo di un imperatore di quale secolo? Bizantino, il 1300. Fu attaccato violentemente da tutte le dirigenze arabo-islamiste medio orientali, fu addirittura minacciato. Vi risulta che qualche cancelleria europea abbia difeso questa Europa che si dice nata dai lumi, che contesta le sue radici cristiane in nome di una concezione del mondo e della libertà e della politica centrati sulla libertà di pensiero e di espressione. Ce n'è una sola di cancellerie europee che abbia fatto un atto che potesse suonare a difesa del diritto del Papa di dire quello che pensa sul rapporto tra cristianesimo e Islam. Non ce n'è stata nessuna. Alla faccia dell'Europa illuminata, alla faccia di un'Europa nata dai lumi. Il suo anticlericalismo ottocentesco e di marca direi quasi homesiana, mi riferisco al famoso farmacista di Madame Bovary, si rivela nel momento in cui i suoi miti principali, il suo mito principale, la libertà di pensiero, la libertà di espressione viene contestato dall'orgoglio musulmano, si rivela non un'alleata ma una complice dell'orgoglio musulmano. Io vorrei concludere questa mia chiacchierata un po' improvvisata proponendo a questo convegno di preparare un documento. Questo documento dovrebbe essere una lettera al Santo Padre. In questa lettera vorrei che venisse proposto, suggerito, consigliato al Santo Padre di fare quello che oggi, a mio sommesso parere, dovrebbe essere. Io non sono un credente, non sono un cattolico osservante, forse non sono neanche un cristiano, sono però rispettoso delle radici cristiane del paese in cui sono nato. Penso che le radici cristiane, le radici pagane e le radici ebraiche siano straordinariamente importanti per quel che riguarda il DNA del nostro continente, mentre le radici islamiche proprio non ci sono, mentre la radice maomettana non esiste, perché Maometto e l'Islam nascono in opposizione sia al mondo giudaico-cristiano sia al mondo pagano, perché il primo atto di Maometto, sapete qual è stato? La cancellazione della triade femminile dal pantheon degli arabi pre-islamici, i quali avevano una grande madre, come ce l'avevano i pagani e come ce l'abbiamo anche noi cristiani, diciamo così, tra virgolette, nella figura della Vergine Maria. Va bene? Quindi il primo atto di Maometto per il quale dovette scappare dalla Medina è un atto antifemminile, la cancellazione dal tratto femminile nello spirito umano. Questo è stato il primo atto di Maometto. Quindi la radice islamica non esiste. Ora, qual è il contenuto di questa lettera? Io che non sono cristiano riconosco però che il fondamento della religione cristiana è una teoria, una dottrina del martirio assolutamente incompatibile con quella
islamica. Questa teoria del martirio dice semplicemente questo: testimone significa martire nell'aramaico e poi nel greco antico. Allora, la base del cristianesimo, alla base c'è questa idea, simboleggiata da quel logo strepitoso che è la croce. Testimoniare la propria fede a costo della vita propria, non degli altri. Cristo si è fatto crocifiggere per testimoniare la sua fede. Non è andato in giro ammazzando il prossimo. Allora, siccome lo scandalo del nuovo millennio è uno scandalo cominciato molto prima, è uno scandalo cominciato con Settembre Nero, diciamo, no? Ma diciamo che lo scandalo del presente, il massimo scandalo del presente dal punto di vista antropologico, etico, morale, religioso, è l'educazione, la formazione, il modellamento, il plagio dei bambini per la trasformazione in piccoli terroristi votati